So, ich habe alles getan, was ich tun wollte. Ich habe Tränke gebraut, ganz heißen Stoff. Ich habe alles verkauft, was ich verkaufen wollte, verstaut, was ich verstaut haben wollte. What do you need? Doch bevor wir wie Sie mal das letzte Mal in Kapitel 2 verlassen... Here's your key. Learn anything? I found Raymond's body in the crypt. How? I spoke to him recently. Now I'm sure. The leader of Salamandra, a mage capable of spinning illusions, is masquerading as Raymond. Geben wir dem Friedhofswärter noch seinen Schlüssel zurück. Das wollte ich nicht tun beim letzten Mal, weil ich dachte, ich komme da nicht mehr auf den Friedhof, aber da hatte ich mal gelesen, man konnte trotzdem jetzt für immer auf den Friedhof rauf, auch ohne diesen Schlüssel. Von daher, let's kick some ass. Auf in den Sumpf. Auf in den entscheidenden Kampf. Wir haben jetzt die spaßige Aufgabe, die 10 Sephira in die jeweiligen Monolithen zu legen. Malkav Obelisk. Sephira and obelisk merged. The old spells still work. Genau, denn das wird schlussendlich den Turm öffnen. Das ist das geheime Schloss, das sich der Magier da ausgedacht hat. Yesaf Obelisk. Hätte er auch nicht komplizierter machen können. Das Coole ist, dass man nachher die Lichtsäulen über den ganzen Sumpf verteilt sieht. Aber vielleicht dauert das Ganze gar nicht so lange. Ansonsten werde ich das hier mal cutten. Denn außer ein paar Trunkene und ein paar Blutsiger wird uns auf dem Weg zu den Obelisken nicht viel begegnen, wie man hier schon sieht. Yep. So, noch 2 Obelisken übrig. Und ich glaube, weiß nicht, ob beim letzten schon der Bosskampf beginnt. Auf jeden Fall bin ich hier mal wieder. Hallo. Kann nicht schaden, wenn man zwischendurch da mal ein bisschen was ausschneidet, weil es ja, ich meine, ihr kennt den Sumpf ja mittlerweile. Und wenn ich daran nichts Spannendes zu erzählen habe. Und mal wieder die ertrunkenen Party feiern. Da kann man auch mal was schneiden. Na komm schon. Oh Junge, wir haben keine Zeit für deine Spielchen. Wir haben auch keine Zeit dafür, dass Christo doof ist und den falschen Kampfstil benutzt. Dich auch nicht. Wir haben einen Bosskampf zu bestehen, Leute. Und ihr habt mich schon wieder dezent runtergekloppt. Ist mir jetzt aber erstmal egal, wenn nachher einen Schwalbedrang zu uns nehmen. Bevor der Kampf beginnt. Boah, wie viel stehen denn hier? Mann! Hab das bald. Seriously. So, wo war jetzt der Obeliske? Ach man, die sind ja überall ertrunken, ne? Lässt sich nicht vermeiden in einem Witcher-Sumpf, aber vielleicht kann man immerhin ein paar umgehen. Das sieht fast nicht so aus. Nicht so aus. Also aktuell ist Quen echt noch nicht so nützlich. Kann man nicht anders sagen. Hält nicht lange. Aber ich konnte es leider auch noch nicht leveln, weil ich bisher all meine Punkte verfeuert habe. Rein mit dir. So neblig, man sieht die Lichtstrahlen von den anderen gerade gar nicht. Aber ich glaube, jetzt erwartet uns schon der finale Netzer Obelisk. Ich hoffe einfach mal, dass da nicht gleich der Bosskampf ausgelöst wird, weil ich will noch in Ruhe mein Schwert einölen. Und in Ruhe ein paar Tränke schlucken. Na komm, kill ihn. Aber ich kann ja trotzdem, bevor ich den letzten Sephira Stein einsetze, schon mal alle Vorkehrungen treffen.
Die Öl... Nein! So, nachdem ich einen kleinen Rappel gekriegt habe, weil ich die ganzen Steine eingesetzt habe, ohne zwischenzuspeichern, das Spiel abgestürzt ist, haben wir es jetzt wirklich geschafft. Wir stehen vor dem letzten Obelisk und werden da jetzt den letzten Stein einsetzen. All the Sephiroth are set. My medallion's vibrating like mad, so the spell must be working. The tower door should be open. I can't wait to see Kalkstein's reaction. Und haben damit den Turm aufgeschlossen. Den Magierturm. Und werden uns da gleich Javed höchstpersönlich stellen. Aber vorher sollen wir noch in den Turm gehen und ein bisschen Zeug rausholen. Aren't you eager to learn the truth? I'd rather stay focused. Should I get the book from the tower? Yes, hurry. We can't let Kalkstein get ahead of us. I hope that murderer swallowed the bait. I think I made sure of that. Denn Javed will ein Buch aus diesem Turm haben, wie es scheint. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Eine alte Turmruine. Sehr schick für eine Ruine. Und ein Kreis der Macht, in dem wir das letzte Zeichen erhalten. Axi. Ihr habt das Zeichen Axi erlernt, ein Zauber, der vorübergehend eure Gegner in Verbündete verwandelt. Axi bewirkt bei Machtverstärkung Furcht. Eure Gegner geraten in Panik und fliehen. Also auch eher so ein Support-Zeichen. Dass die Gegner keinen Schaden macht, aber es die Kämpfer ein bisschen erleichtert. Und hier steht noch eine Truhe. Mit jeder Menge Zeug drin. Geld, Schwalbetrank, noch ein Absud, der unsere Lebensenergie ziemlich krass heilen sollte. Ein roter Meteorit, ein goldener Saphirring, ein Saphir, Diamantenstaub und das Buch des Magiers aus dem Turm. Ein altes magisches Schriftstück, das das verlorene Wissen Al-Sues enthält. Rituale der Wachstumssteigerung von Kreaturen und das Geheimnis von Donner und Schild. Schauen wir doch mal, was da so drin steht in diesem Buch, was Javed unbedingt haben will. Allem Wahnsinn zum Trotze kam also zu erstaunlichen Ergebnissen. Er kam zu dem Schluss, dass er das Geheimnis der Belebung unbelebter Materie erlernen würde, wenn er lernte, Energie zu beleben. Energie zu beleben, okay. Also führt aus, dass ein Golem nur funktionieren kann, wenn er mit einer lebendigen Macht erfüllt ist, die den göttlichen Lebenshauch nachahmt. Mit einer Seele. Der Hexenmeister hatte keine Gelegenheit, seine Forschung zu beenden, aber mit seinen Experimenten löste er das Geheimnis von Donner und Schild. Also konnte lebendige Blitze herbeirufen, die ihr Ziel aufspürten und verfolgten, und einen lebendigen Schild beschwören, der diese Blitze freisetzt. Die Narren sahen seine Entdeckungen nur als Waffen, mächtiger noch als der Wii von Maribor oder der berüchtigte Kochei. Freilich ist mir ganz klar, dass Alsus Donner nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erschaffung eines vollkommenen Wesens ist. Eine Menge Magiergelaber. Und ein paar Einträge, die jetzt auch nicht so wichtig sind. Und wir sollen uns jetzt auf den Kampf gegen Asa vorbereiten, der direkt vor der Tür steht. Und schon sich darauf freut, uns die Kehle aufzuschlitzen. Genau, was werden wir da tun? Wir werden erstmal unsere Schwerter ein bisschen einölen und schärfen. Und wir haben ja gerade diesen wunderschönen Diamantenstaub. Wir haben aber noch dieses Svarog-Runenstein. Beide erhöhen unseren Schaden um 40%. Und der Runenstein sorgt aber zudem dafür, dass wir eine höhere kritische Trefferchance erhalten. Damit werden wir erstmal das Silberschwert ein wenig einstäuben. Fackel brauche ich jetzt nicht, Geralt. Ja, dann hol halt die Fackel raus, ist mir auch egal. So, und auf unser Stahlschwert werden wir ein wenig Henkersgiftserum schmieren. Wo habe ich das denn? Nekrophagenöl, Kampfitöl, Geisteröl. Da, Henkersgiftserum. Vergiftet verwundete Gegner. Wird in den späteren Spielen speziell ein Öl, was gegen menschliche Gegner hilft.
beziehungsweise alles, was nicht Monster sind. Und hier hat es halt so eine Vergiften-Funktion. Und jetzt kommen die Tränke. Da habe ich ein paar spezielle Kombinationen gebraut. Wir werden beginnen mit einem Waldkauztrank, dem ich die Albedo-Zutat zugemischt habe. Der sorgt nicht nur dafür, dass wir eine höhere Ausdauerregeneration haben, sondern er sorgt auch dafür, dass wir eine niedrigere Vergiftung erleiden. Das heißt, jetzt kann ich mehr Tränke trinken, bevor meine Vergiftung einen zu hohen Status erreicht. So, was haben wir noch? Den Petris Wundertrank, der sorgt dafür, dass unsere Zeichen stärker sind. Und ich habe noch einen Schwalbetrank, dem ich die Negrito-Zutat hinzugefügt habe. Der erhöht nicht nur unsere Lebensenergie-Regeneration, sondern macht uns auch noch stärker im Angriff. So, die Vergiftung ist jetzt etwa auf der Hälfte, das heißt, wir können durchaus noch einen Trank trinken, aber dem hebe ich mir als Notfall für den Kampf auf. Nochmal speichern und ich bin bereit, Javed in den Hintern zu treten. Wo ich nichts dagegen hätte, wenn die Lebensenergie voll wäre. Heile doch mal ein bisschen schneller, Gerard. Müssen aufpassen, der Schwalbetrank hält nur 2 Ingame-Stunden. Das reicht gerade mal für den Kampf. Ein bisschen was essen, um das Ganze zu beschleunigen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Wir sind bereit. Auf geht's. Ich kann ja mal Quen auswählen. Könnte nützlich sein. You'll soon learn the truth. Excited? More than you think. Just one question. In die Fresse. Where did you get the idea to assume Raymond's identity? Clever. From you, of course. He was getting close and you trusted him. I would have been foolish not to take advantage of the situation. Did you forget it would put you face to face with a Witcher? Well, I'd be foolish not to take advantage of this situation. Enough chatter. Now kindly lead me to where you've hidden the items stolen from Kaer Morhen. Ja, lähmt mich erstmal, finde ich nett. Oder hat mich geblendet vielmehr. Beschwört erstmal einen Feuergeist. Ja. Ist okay. Wäre schön, wenn ich schon Tränke dagegen hätte. Ja, komm schon, mach ihn tot. Was macht denn der die ganze Zeit mit mir, ey? Ach, der löst Schmerz aus, aber jetzt ist er tot. Das kann er sich mal zeigen hier. I come at your command, Master. I listen and obey as a genie would. Professor, cut that crap and get him. You see, Witcher? Too much water around for Hazard if you're comfortable. Fire mage is limited. He needs me to do the wet work. Good. 2 worms with 1 stone. He needs me to do the wet work. Das ist wirklich ein gutes Wortspiel, aber ich habe jetzt das falsche Schwert. Und wir gucken mal, was passiert, wenn ich... Ah, nee, ich glaube, Gruppenkampfstil wäre das Beste jetzt. Gucken, wie gut das Henkers Giftserum wirkt. Das ist nur blöd, wenn ich sie hinwerfe, kann ich nichts machen. Und schneller Kampfstil bringt nicht so viel. Genau, am besten ich werfe einen hin und hau dann auf den anderen rauf. Ja, oder so. Lebensenergie läuft eigentlich ganz gut. Ich regeneriere schnell genug. Wenn ich nicht gerade beim Bluten ausgelöst werde. Ich probiere es mal mit Igni.
Sollte zumindest gegen den Professor ganz gut wirken. Der noch volle Lebensenergie hat. Ja. Shit, shit, shit. Das ist gar nicht gut hier gerade. Läuft gar nicht gut. Ich brenne und alles ist gerade echt scheiße. Aber ich kann noch einen Trank trinken. Falsches Schwert schon wieder. Können ganz schön schnell, ganz schön viel Damage machen, die beiden. Ich muss Gruppenkampfstil machen, es geht nicht anders. Oh! As I, you fool! Let the Witcher get the better of you. You nearly got me killed. Silence. Back to the base of the trade quarter. Hurry before he recovers. We shall meet again, freak. All felt the battle in the swamp was the beginning of events that would soon rock Temeria. Sensing the approaching conflict, both sides were eager to test the enemy. A routine skirmish between patrols erupted into a regular battle. Led by unwavering faith, the Knights of the Order showed greater determination and emerged victorious. The Skoyatel learned that freedom could only be achieved by shedding blood, their enemies and their own. Azar excluded me from the battle. When Triss woke me, heaps of bodies appeared before my eyes. It was the last time I was able to avoid taking sides. Okay. Die Schlacht hat einen richtig das Gefühl gegeben, dass man keine Chance hat gegen die beiden. You're mistaken. I have him under control. And not just him. They're all leading out of my hand. I regret that Voltest is away at the summit, but I trust you'll tend to the King's Council. I assume you've resolved matters with Livarden as well. Yes, I made an offer and he accepted. He claims his superiors had similar plans, but we beat them to it. Men can do nothing but talk and then always claim the initiative. And how is your Witcher? I should be able to convince him. Don't overdo it. Geralt can be exceptionally perceptive. I know. I must get back. I'll contact you when it's all over. Never let the Witcher guess what you hide from him. Triss? Should you be up? I'd rather make sure you've recovered completely. How? Don't worry. This won't hurt a bit. Well, you seem to be at full strength. It must be that unusual Witcher's metabolism. Triss, how did I get here? Pure coincidence. I was scanning for magic anomalies and happened upon a false trail set by Kalkstein. You found me in the swamp? What happened there? I don't know. The alchemist is still there, examining solid stone. But he won't find anything. The greater anomalies are here in Vizima. Magic anomalies? In Vizima? Yes. I'd appreciate it if you could help me figure them out. But back to your health. I thought I was at full strength. You misunderstood me. Physically, nothing's wrong. It's your mind that worries me. Explain. You raved for hours. I had no choice but to read your thoughts to learn about your injuries and which poisons you took this time. I'm sure you read beyond that. I couldn't help it. Your thoughts were quite loud. In any case, I know about your recent adventures. Can you help me? Recover your memory? I doubt anyone can. But there's a small chance... A small chance of what? From what I saw, I think you would benefit by creating a stable personality. Meaning? Geralt, please, this is important. Just limit the psychobabble. You need to take a stand on the world's problems. It doesn't matter what position, just that you choose one. A strong identity may help restore your memory. Can't you just tell me what you saw? No, I don't want you turning into my vision of Geralt. I want you to decide for yourself who you are, without looking back. I shouldn't take an interest in the past? Exactly.
Your memory should return in due course. We'll see. Geralt. Jo, anscheinend hat uns Triss gefunden, nachdem wir da irgendwie an der Erde gelegen haben. Und uns so ein bisschen aufgepäppelt. How did you get here? Long story. When you men went chasing around, Which proved effective. by some miracle, I decided to look for Salamandra using unconventional methods. Any results? Very good ones. You'll learn it all in due time. Why not now? To get this information, I had to agree not to tell you. Patience, Witcher. Schon sind sie wieder am Intrigen aufbauen, diese Magierinnen. Who were you talking to through the mirror? You heard me? Ah, sorceress business. Nothing important. Sounded serious. I had to make a few promises to learn about Salamandra. You could. Trust me, it was nothing important. You said something about magic anomalies. Various things can cause them, but more importantly, they can be the cause of true evil. When I last felt this way, you and a sorceress were trying to capture a genie, destroyed half a city in the process. You probably have no recollection, but a lot hung in the balance. I don't recall. I could use your help. I have some magic sensors that need to be placed around Vizima. They'll help us locate the anomaly's source. All right. Give me the sensors. I'll take care of it. Always eager to please. What are friends for? I saw a perfect wall cavity in the trade quarter near Town Hall. Place one there, a second in the temple quarter near the entrance to the sewers, and the third in Vizima's cemetery. We'll create a typical Radcliffe triangle. You know, of course, that triangulation is most effective in these cases. Jo, klar doch. I'll see you later. See you. Oh, I nearly forgot. What? Lou Varden, a merchant, wants to see you. He hosts banquets at the new Naracourt. I don't like banquets. Important people will attend. I don't know. Including Princess Ada, whose curse you lifted. Apparently, she's slightly obsessed with you. I'll think about it. I'll be there. All right, I'm convinced. Maybe I can gather some information there. 6 this evening. Here's the pass that makes you official in the trade quarter. A pass? Well, in addition to a quarantine, the authorities of Vizima have imposed martial law. How'd I miss that? It only covers the trade quarter, which you haven't entered. So how do these passes work? Only the quarter's residents are allowed to move about. I have a house here, so I was able to get a pass. So what do I do? Well, I registered you as residing here. Falsely, of course. Okay. Dann denke ich mal, haben wir erstmal genug geplaudert. Ich bin immer noch ziemlich vergiftet. Und habe aber leider kein Level erreicht, wie es aussieht. Ja, wir kommen übrigens in Kapitel 3. Ich werfe mal so ein paar Blicke. Nee, ich habe leider kein Level erreicht. Nur jede Menge tausende Quests erhalten. Und wir sind in Triss' Haus. Mit einem interessanten Leguan. Und mit dem Spiegel können wir uns wohl teleportieren. Das kann sehr nützlich sein. Zu Kalkstein und in den Sumpf. Jetzt brauchen wir nicht mehr immer zu dem blöden Bootsmann gehen, wenn wir mal wieder in den Sumpf müssen. Und Triss, die stört sicherlich nicht, wenn ich hier so ein bisschen was mitnehme. So Silberketten und Bücher und so Zeugs. Und es regnet immer noch draußen. Das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht. Ja, der Kampf gegen Asa und dem Professor war richtig so gemacht. Die Lebensenergie ging nicht runter. Ich war so dem Tode nah. Und ich dachte, das schaffe ich gar nicht. Aber ich musste sie gar nicht bis so weit runterkriegen, dass sie keine Lebensenergie mehr haben, sondern einfach nur lange genug Schaden machen, bis der Kampf geendet hat. Hier sind noch jede Menge Bücher, die können wir später studieren. Und wir sind in einem neuen Stadtviertel der Stadt gelandet, nämlich im Händlerviertel. Aber mit vielen neuen Einrichtungen, vielen neuen Leuten, vielen neuen Quests und ein komplett neues Kapitel. Das Spiel hat übrigens 5 Kapitel, aber die letzten beiden sind nicht annähernd so lang wie die ersten 3. Und das zweite Kapitel war bei weitem das längste. You! Stop! Yes? Your pass.
You're overdoing it with the passes. Complain to the king. He's returned? No, but all new edicts bear his seal. Farewell. Fehlte gerade wieder ein gesprochener Satz. Aber auch immer, willkommen im Händlerviertel. Alles ein bisschen ordentlicher, alles ein bisschen reicher und wohlhabender hier. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch jede Menge Arbeit als Hexer hier finden. Und da wird es das nächste Mal ganz, ganz frisch weitergehen. Wenn wir so schauen, was wir so im dritten Kapitel so anstellen können. Die Questlage im dritten Kapitel ist noch wunderbar überschaubar. Wir haben aber auch noch ein paar offene Quests aus dem zweiten Kapitel, die wir auch noch machen können. So ein paar so ein paar Hexer-Aufträge. Und noch ein paar Sachen, die sich einfach von ganz alleine erledigen werden, wenn wir nochmal mit Kalkstein reden und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Witcher. Mit jeder Menge neuen Charakteren und einer neuen Location. Ich freue mich drauf. Bis dann, Leute.